In Teil 12 wollen wir die Flügelwandgeometrie erzeugen und nachdem wir im letzten Video ja hier die Geometrie des Widerlagerfundaments erzeugt haben, wissen wir auch schon, wie das geht. Was wir hier noch nicht gemacht haben, ist, wir haben es noch nicht gruppiert, also Kästchen drum ziehen und rechte Maustaste Group sagen. Also es geht weiter mit der Flügelwandgeometrie. Ich kopiere mir diese Überschrift und will die mal hier hinsetzen unterhalb und wir nennen das Flügelwand. Okay, so, also es ist die gleiche Vorgehensweise, wie wir es hier gemacht haben. Diesmal ist es ja etwas schwieriger in Anführungszeichen. Also das soll unsere Flügelwandgeometrie sein. Wir schauen also gegen die Flügelwand. Hier unten soll der Nullpunkt sein und dann haben wir eben 4 also sozusagen Variablen. Also wir wollen 4 Slider haben, wo wir dann hier die Flügelhöhe an der hohen Seite, die Flügelhöhe an der niedrigen Seite und die Flügelbreite oben und unten einfach variabel einstellen können. Also wir brauchen Slider, Doppelklick, von 0 bis 10 soll der Slider mal gehen und wir nennen ihn direkt um. Ich nenne ihn Flügelhöhe an der hohen Seite, hohe Seite. Das ist mein erster Slider und den kopiere ich mir direkt einmal so und nenne den um. Das nächste wäre jetzt die Flügelbreite und zwar oben. So, dann haben wir die, dann brauchen wir jetzt noch die Flügelhöhe an der niedrigen Seite, also hier drüben. Ctrl+C, Ctrl+V. Und das ist dann also die niedrige Seite. Ctrl+C, Ctrl+V. Und das ist dann unsere Flügelbreite unten, also hier das klein b. So, wie ging das? Wir wollen also hier mit einem Punkt anfangen. Wir nehmen also einen Punkt, den setzen wir uns hier ab. Und über ein Panel geben wir die Startkoordinaten ein. 0,0,0. Das soll unser Startpunkt sein. Und ja, jetzt bewegen wir uns also nach oben. Wenn wir unten mal reinschauen, wir werden im Moment ja hier wieder konstruieren. Wenn ich mal auf den Punkt klicke, sehen wir schon, dass er da grün ist. Also wir wollen von hier nach oben gehen. Oben heißt also, wir sehen positive y-Achse. Wir brauchen also einen y-Vektor. Ich sage y, da ist die Komponente. Und wir wollen nach oben, also positiv gehen. Das heißt, wir wollen addieren, also Pluszeichen. Und jetzt können wir schon verbinden. Also wir gehen von dem Punkt 0, 0 und ja, stellen wir hier mal irgendwas ein. Also zum Beispiel sagen wir jetzt mal die Höhe hier, die an der hohen Seite soll 3 Meter sein. Also addiere ich in y Richtung die 3 Meter. So, noch ein bisschen schöner machen. Dann sind wir da oben. Weiter geht's. Wir wollen nach links gehen. Nach links sehen wir hier an der x-Achse also Minus, und zwar x habe ich schon gesagt, also Vektor ist x und Minuszeichen. Wir wollen also die gesamte Breite b nach links gehen. Da stelle ich jetzt auch mal hier was ein, zum Beispiel 4 Meter. So, wir gehen also hier rüber und jetzt möchte ich ein bisschen schieben. Von dort eben weiter.
So, sind wir da oben. Jetzt gehen wir runter. Also das heißt y und minus, y und minus. So, was stellen wir hier mal ein? Also ja, irgendwas sinnvollerweise weniger als die 3. Nehmen wir mal 1 Meter. 1 Meter und verbinden das Ganze. Jetzt wollen wir von hier nach da gehen und das ist das, was jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger ist, aber auch nicht wirklich. Wir müssen uns halt gleichzeitig in x und minus y Richtung bewegen. Damit brauchen wir also hier eine andere Komponente und dann nehmen wir eben die, wo man x und y und auch z eintragen kann. Wir brauchen aber nur x und y. Ja, wir wollen also, gucken wir uns erstmal x an, in positive x-Richtung gehen, von hier nach dort. Das wäre also die große Seite, eine große Flügelbreite oben minus die kleine Flügelseite unten. Also brauchen wir hier ein Minus zunächst mal. Und da geht also ein hoppla, Steuerung und Shift gleichzeitig drücken, dann können wir es darüber stecken. Und ja, abziehen wollen wir Flügelbreite unten. Haben wir noch gar nichts eingestellt. 2 Meter. Die wollen wir also abziehen. Das wäre damit die x-Komponente. Und y-Komponente, ja, das ist also hier die hohe Flügelhöhe minus die niedrige Flügelhöhe. Brauchen wir also auch ein Minus, eine Minuskomponente. Und da geht diese hohe Seite rein und die niedrige Seite. Und das ist unsere y-Komponente. So, und jetzt müssen wir uns natürlich entscheiden, wollen wir addieren oder wollen wir subtrahieren. Für eins von beiden müssen wir uns entscheiden. Ich sage jetzt hier mal Plus. Will also addieren. Das geht da rein. Die x-Komponente wird tatsächlich addiert, das ist korrekt. Aber die y-Komponente, sehen wir hier, müsste negativ sein. Und weil ich hier nicht Plus und Minus gleichzeitig machen kann, muss ich das hier dann, oder kann ich das hier wieder über dieses Expression machen. Hoppla. Da wollen wir es eintragen, also unser Wert mal minus 1 Commit. Und damit müssten wir den richtigen Punkt erreicht haben. Machen wir mal ein Panel und gucken da mal rein. Ja, 2 minus 2, das heißt von hier gehen wir 2 in x-Richtung, also positiv, und dann y minus 2 runter. Mit unseren Werten kommt das also sehr gut hin. Schauen wir uns hier die Punkte mal an. Also das war der Nullpunkt. Dann gehen wir hier rauf. Wir gehen nach links, nach unten und nach dahin zurück. Ja, wunderbar. Das hat ja gut geklappt. Jetzt wollen wir das Ganze wieder, damit wir das zusammenführen können und übersicher haben, hier oben hinschieben, wo wir ja schon unser Fundament hingeschoben hatten. Das nehme ich mal weg. Und das war ja auch die gleiche, oder das ist ja die gleiche Vorgehensweise, wie wir das hier oben schon gemacht haben. Ja, ich mache mir also genau das gleiche wieder. 2 Number Slider und diese Geschichte hier, eigentlich kann ich das auch mal kopieren. Also mit der Shift-Taste gedrückt kann ich mehrere auswählen. So, den da brauche ich noch.
Copy und V für einfügen. Gut, hier muss ich aber eine Verbindung lösen. Rechte Maustaste Disconnect. Ja. Das hier schiebe ich auch mal ein bisschen weiter hier runter. Und dann kann ich das darüber anordnen. Gut, was uns hier noch fehlt, ist der Merge. Den brauchen wir natürlich auch noch. Wo war der Merge? Da ist Merge. Wo wir jetzt die Punkte zusammenführen. Das ist also hier der erste Punkt, den stecken wir da rein. Und die anderen Punkte genauso. Mal gucken, was da ankommt. Ja, also hier sehen wir nochmal 0, 0, dann hoch, 3 Meter, nach links 4 Meter, dann hier runter. Und ja, sieht gut aus. Okay, den löschen wir, den schiebe ich weg. So, jetzt schauen wir mal. Also wir wollen ja wieder hier oben hinkommen. Das bedeutet, wir müssen jetzt unser Set sozusagen hier reinstecken. Und da ist es da auch schon aufgetaucht. Also wir schieben unsere Punkte über 10 und 50 Metern nach oben, also in Richtung Y-Achse, addieren das Ganze, dann tauchen die Punkte hier auf unserer Geometrie, die wir noch vom Fundament da sehen. Also hier, ich kann ja mal dran ziehen, dann sehen Sie, was passiert. Also das ist die Verschiebung in die eine Richtung und das ist die Verschiebung in die andere Richtung. Stellen wir auf 10 und 50 ein. Hier haben wir auch schon die Polylinie jetzt draus gemacht. Sieht man, wenn ich draufklicke und mit dem Boolean Toggle True wird die Polylinie geschlossen. Ja, wunderbar. Damit haben wir sie hier oben jetzt ja liegen allerdings. Das heißt, wir müssen sie noch kippen um 90 Grad in die XZ-Ebene und das schauen wir uns im nächsten Video dann an. Wir können ja hier zum Abschluss noch mal ein bisschen mit der Geometrie spielen. Also hier sehen wir die Einstellung Flügel, hohe Seite, dann die Breite oben, niedrige Seite und Flügelbreite und ja, stellen wir die Ausgangswerte ein. Gut, das war's. Bis zum nächsten Video.